Oh hey! Random, ist das dein fucking Ernst? Du machst dieses Ranking wirklich? Yep, klein Timmy, yep. Ich schäme mich schon dafür. Anyway, reden wir doch mal heute über Spider-Man. Oder auch Spider-Man-related Adjacent-Filme. Reden wir doch mal über die seltsame Zeit, als Sony etwa versucht hatte, sein eigenes Cinematic Universe aufzubauen, beziehungsweise Spider-Man-Filme zu machen, ohne Spider-Man-Adjacent-Filme zu machen. Eine Idee, die vermutlich für viele absurd war und auch für mich etwa nicht die schlauste Idee von Sony war, aber es auch sein Potenzial gegeben hätte. Betonung auf gegeben hätte. Yep, heute reden wir über das Spunk-Universe. Bedenkt, hierbei handelt es nur um meine Meinung. Falls euer Lieblings-Spunk-Film nicht mein Lieblings-Spunk-Film ist, dann entschuldige ich mich schon mal im Voraus darüber. Und ja, Spunk ist ein dummer Titel für ein Cinematic Universe, aber vermutlich der beste und einfachste zu erinnern, falls sie das nicht was schon seit langem geändert haben. Vermutlich haben sie das geändert. Und ein kleiner Twist für dieses Ranking. Wir starten etwa mit dem besten Film und gehen auf den schlechtesten Film zu, statt eben mit den schlechtesten Film zu beginnen und auf den besten Film zuzugehen. Also behaltet euch das im Hinterkopf. Anyway, alle Disclaimer wurden disclaimed. Legen wir mal los mit diesem spannendsten Video. Aber beginnen wir doch mal mit dem ersten Platz, den Film, den ich am meisten von diesen Sony Spider-Man-losen Filmen mir am meisten rewatchen würde, beziehungsweise am meisten mag. Venom Let There Be Carnage. Es ist ein Edit-Trash-Sequel, ein Film, der zwar ein wenig trashy ist und ein wenig sich anfühlt wie ein Throwback für die 2000er Superheldenfilmwelle, aber ich weiß auch nicht, ich mag es irgendwie. Ich denke, dieser Film ist ziemlich unterhaltsam und macht einen sehr soliden Job mit den Sachen, die er machen möchte. Von all diesen Spider-losen Sony-Filmen ist dieser Film am allererfolgreichsten und macht dafür einen sehr guten Job, Venom als eigenständigen Charakter in den Vordergrund zu stecken. Denn auch wenn er für die ganze Trilogie mehr oder weniger sein eigener Charakter ist, so doch macht dieser Film den besten Job damit. Die Lethal Protector-Route aus den Comics zu nehmen, ist wohl die cleverste Art und Weise, mit Venom umzugehen ohne einen Spider-Man. Tom Hardy ist zwar nicht mein idealer Eddie Brock, aber er macht eine sehr gute Performance und ist auch einfach sehr spaßig mit seiner Dynamik zwischen ihn und den Symbionten. Generell, wie wir etwa den Symbionten seine Gefühle zu Eddie und Co. erforschen in diesem Film, ist wundervoll zu sehen. All diese kleinen Side-Tangents, die der Symbiont um sich gibt, ist eine spaßige und unterhaltsame kleine Route. Generell, Tom Hardy ist hier am allerüberzeugendsten. Das einzige große Problem an diesem Film ist die Adaption von Carnage. Versteht mich nicht falsch, Carnage sieht visuell solide aus. Nicht so gut wie Venom, aber das CGI ist hier am allerbesten von all diesen drei Venom-Filmen. Leider ist Carnage etwas sehr weit detached von seinen Wurzeln aus den Comics. In den Comics ist Cletus Cassidy und sein Symbiont mehr oder weniger eine perfekte Symbiosis. Ein perfektes Match, während in diesem Film sie das komplette Gegenteil sind. Dafür ist Eddie und eben der Symbiont die perfekte Symbiose, mehr oder weniger, zumindest größtenteilig. Und das ist das nächste daran, was an sich okay ist, aber ich weiß auch nicht, wie mal Carnage hier umgesetzt hat. Ich hätte mir da ein wenig mehr gewünscht, da ich denke, dass Cletus, beziehungsweise der ganze Carnage-Charakter sehr viel Potenzial in sich bietet. Vor allem für eine eher mehr düstere Route, die man mit diesem Film eher weniger gegangen ist. Wie gesagt, es fühlt sich so an wie ein Throwback zu den klassischen 2000er Superheldenfilme. Bisschen goofy, bisschen trashy in manchen Aspekten, aber es ist auf der guten Seite, es ist unterhaltsam, es weiß, dass es ein wenig trashy ist und für die Runtime macht es etwa einen guten Job. Es ist ein spaßiger Actionfilm und am Ende des Tages war das auch eigentlich die einzige große Anstrebung dieses Films. Und ich denke, das hat er da eigentlich wirklich gut geschafft. Die Post-Credits-Scene, wo etwa Venom geteased wird als ein Gegner für Tom Holland Spider-Man und dann ist das nie passiert, ist ein wenig bizarr, aber es ist eine Post-Credit-Szene. Von daher, whatever. Unterhaltsamer, bisschen trashiger Actionfilm. Madden Web ist vielleicht nicht so kompetent wie die ersten Venom, aber zumindest ist dieser Film erinnernswert, auch wenn es für die schlechtesten Gründe ist. Ist dieser Film chemisch sloppy gemacht? Absolut. Gibt es in diesem Film eine wirklich gute Performance? Nein. Kann man irgendwie merken, dass viele der Actresses und auch die anderen Actors in diesem Film uninteressiert waren? Definitiv. Unser Main Lead, gespielt hier von Dakota Johnson, man kann ja auch spüren, dass sie nicht etwa wirklich interessiert war an diesem Film. Sie gibt eine wirklich schlechte Performance ab und ich kann sie nicht etwa dafür blamen. Weder das Skript noch etwa wie dieser Film umgesetzt worden ist, bietet etwa wirklich viel zu sich. Direction-wise ist vermutlich dieser Film am allerschlechtesten und man kann dieses Tempering von Sony stark an diesem Film merken. Es gibt viele Szenen, wo wir etwa einen neuen Dialog geaddet
bekommen und man einfach merken kann, dass der Dialog davor nicht da war. Es kommt einfach nur unnatürlich rüber und es ist einfach nur so sichtbar in diesem Film. Generell die Entscheidung, einen Madden Rap Solo-Film zu machen, ist eine bizarre. Ich mag Madden Rap, aber ich sehe irgendwie nicht, wo man wirklich viel rausnehmen kann aus ihrem Charakter für einen Solo-Film. Ich meine, wir haben die anderen Spider-Women, Spider-Ladies, aber so wirklich viel mit denen tut man auch eher weniger was. Ihre Anzüge kommen fast kaum in diesem Film vor und generell, wie man manche der Action-Momente hier macht, ist wirklich lächerlich. Und das Schurke hier ist eine Lachfigur. Und ich weiß auch nicht, ich kann irgendwie den Film so viel abgewinnen, weil er so schlecht ist, weil er so sloppy ist. Es ist kein guter Film, vermutlich vielleicht der schlechteste gemachte Film auf dieser ganzen Liste, aber zu einem so egregious Grad, dass ich irgendwie es einfach lustig finde, einfach amüsant finde. Und manchmal kann das für mich etwa einen Film retten im Vergleich zu einem eher mehr generischen, wenn auch kompetenten Film. Es ist kein guter Film. Man merkt einfach, dass viele hinter diesem Projekt nicht wirklich viel Vertrauen in den Film hatten, dass er überhaupt gut wird. Aber meine Fresse, ist dieser Film amüsant einfach sich anzusehen und einfach über dieses Trainwreck zu lachen. Und ich weiß auch nicht, ob man etwa wirklich viel aus diesem Film machen könnte. Ich meine, die Core-Prämisse als solches ist etwa nicht die allerschlechteste, vor allem wenn man sie vergleicht mit geleakten Plots, wo man etwa merken kann, ja, vermutlich wollten sie eher mehr das machen, was etwa in diesen geleakten Plots da war, aber hatten dann etwa kalte Füße, irgendein Spider-Man, beziehungsweise Peter Parker richtig einzuführen mit diesem Film. Von daher haben sie das etwa sehr stark gecuttet und verändert. Aber es ist mal eine Theorie einfach nur. Ich wäre nicht überrascht, aber wir wissen es natürlich nicht. Madden Rap ist ein wundervolles Trainwreck, wo es etwa einfach nicht die Augen weglassen kann von diesem Film. Kein guter Film, bizarres Marketing, ich meine, wir alle kennen etwa diese ikonische Line aus dem Trailer. Ich liebe diese Line einfach nur. Und ja, wenn ihr einfach einen schlecht gemachten Film von dieser Liste euch anschauen wollt, der aber noch irgendwie amüsant ist, das kann ich etwa nicht für einen anderen sehr gemimten Film auf dieser Liste sagen. Aber zu denen kommen wir später. Venom ist ein ziemlich generischer Actionfilm. Es ist ein kompetenter generischer Actionfilm, aber generisch dennoch. Und manchmal ist generisch für mich ein wenig öderer als ein wirklich schlechter Film, wo man sich einfach ein bisschen darüber amüsieren kann, wie schlecht oder wie sloppy gemacht dieser ist. Venom ist ziemlich kompetent und ein Megastart für dieses Sony spiderlose Universe, bzw. Multiverse. Tom Hardy ist ein solider Actor, der hier einen soliden Job macht und überzeugen kann in den eher mehr bizarren Antics. Und der Symbiont hat ein schönes, nettes Banter mit eben Eddie, aka Tom Hardy Charakter. Die bizarren Momente, wo zum Beispiel Eddie in ein Aquarium steigt, sind die großen Highlights dieses Films. Abseits davon ist dieser Film ziemlich generisch. Das Design von Venom sieht großartig aus. Zwar vermisse ich etwa das große Spider-Logo auf seiner Brust, aber hey, ich kann davon wegsehen, denn als visuelles Design von Venom hat man das ziemlich gut adaptiert. Das Design ist generell ziemlich solide für den Groß dieses Films. Der Schurke, gespielt hier von Riz Ahmed, ist jetzt aber nicht so gut aussehend wie Venom eben. Riz Ahmed ist ein solider Schauspieler, der in so einigen guten Produktionen dabei war, aber hier bietet er eine sehr ziemlich okayische Performance. Der Schurke ist ziemlich generisch und man kann ihn schnell vergessen. Er bietet halt auch nicht etwa so viel zu sich. Weder eine wirklich spaßige Performance, noch eine furchtbare Performance. Es ist einfach einer dieser Schurken, der existiert, damit dieser Film ins Rollen geht. Ich denke, es gibt ein paar versenktes Potenzial in diesem Film, vor allem am Anfang, wo wir eben sehen, dass Eddie ein Journalist ist, der wirklich etwas setzt, auf die Wahrheit zu gehen und dass dies etwa ihn in den Konflikt bringt mit der großen Organisation von Riz Ahmeds Charakter, aber wirklich viel macht man damit eher weniger. Der Film hat seine Momente, er ist kompetent gemacht und ich kann auch etwa nur schwer sehen, warum jemand sich etwa so stark über diesen Film beschweren würde. Es ist kein memorable Film, es ist ein ziemlich vergessenswerter Film und das ist das große Problem für mich an diesem ersten Venom-Film. Von all diesen Sony, Marvel, spiderlosen Spin-off-Filmen ist Kraven the Hunter die seltsamste Wahl für mich. Wenn nicht sogar die Wahl, wo es behaupten würde, dass ein Solo-Film am wenigsten Sinn ergibt. Ja, Madden Rap ist auch etwa einer dieser Fälle, aber zugegeben, Madden Rap, das was etwa da rausgekommen ist, kann ich irgendwie noch sehen, was man etwa damals machen wollte, aber Kraven the Hunter, ernsthaft? Ich meine, ich mag Kraven. Es ist ein guter Charakter. Kraven's Last Hunt ist eine fantastische Comic-Story und die definitive Kraven-Story, die ihr definitiv euch mal durchlesen solltet. Und eine Adaption davon wäre ziemlich cool. Aber es braucht definitiv Spider-Man und da kann man nicht etwa ihn ohne Spider-Man irgendwas machen. Morbius
Morbius, I guess, kann man etwa was Eigenes machen werden, definitiv. Aber Craven? Ernsthaft? Okay, ich habe darüber genug gerambelt. Wie taugt denn nun der Film? Der Film hat seine Dinge zu sich, I guess Merit zu sich. Es ist ein R-Rated-Film. Der erste richtige Versuch, einen R-Rated-Film hier zu machen. Und zwar setze ich etwa das und denke, dass die Action dadurch ein bisschen interessanter geworden ist, als es sonst gewesen wäre. So doch kann ich einfach nicht verneinen, dass ich diese Entscheidung ein wenig bizarr finde. Als solches ist der ganze Film ein wenig bizarr. Ist nicht grauenhaft oder sowas. Er ist deutlich kompetenter als die Filme davor. Ein Morbius, ein Madden Rap und selbst ein Van The Last Dance sind deutlich inkompetentere Filme als Craven. Ist deutlich kompetenter und näher an ein Van statt etwa an ein Morbius. Aaron Taylor Johnson ist ein solider Actor, aber jetzt auch etwa eine seltsame Wahl für Craven. Ich denke, Russell Crowe hätte einen interessanteren Craven gegeben. Vor allem, wenn man diese Charakterisierung von Cravens Vater genommen hätte. Generell, wie man Craven hier adaptiert, ist einfach nur bizarr. Die ganzen Superkräfte, die er hier hat, sind sehr bizarr. Generell, ich weiß auch nicht, wie ich am besten zu diesem Film stehe. Ich hasse ihn nicht, ich empfinde aber auch keine großen Gefühle vom Positiven. Irgendwie ist Craven the Hunter als das letzte Hooray für die Sony Marvel Universe einfach ein nicht so interessanter Fall wie die anderen Filme. Ich habe nicht wirklich viel zu diesem Film zu sagen. Die Action ist manchmal spaßig, es gibt manchmal interessante Ideen. Rhino hier ist bizarr. Ich frage mich wirklich, wann Sony es schaffen wird, einfach einen Dude in ein Rhino-Kostüm zu stecken. Wir brauchen keinen Mac Rhino, wir brauchen auch keinen mutierten Anthropomorphic Rhino. Ist es so viel zu fragen? Ich mag diesen Rhino nicht. Er sieht bizarr aus. Aber am Ende des Tages ist es kein schlechter Film, aber es ist ein Film, wo es ein wenig struggle, wirklich viele Worte zu verlieren. Man schaut man sich ihn einmal an, denkt sich, okay, ist der Actionfilm, I guess. Und dann vergisst man ihn irgendwie. Vielleicht erinnert man sich an bestimmte Momente, vor allem der Moment, wo Chameleon, also der Bruder von Craven, sich etwa in Craven verwandelt und wir einen kleineren Aaron Taylor Johnson zu sehen bekommen. Das ist ein Moment, der mir wirklich etwa in der Erinnerung geblieben ist. Aber sollte es, der Film. Venom The Last Dance ist das Ende der Venom-Trilogie und ein ziemlich belangloser Film. Während ich Venom 2 so viel abgewinnen kann und Venom 1 als ein kompetenter Film ansehe, versteht mich nicht falsch, die Venom-Filme waren nie etwa die großartigsten Filme oder die kompetentesten Action-Filme mit viel Unterhaltung, viel Herz oder sonstigen. Sie haben zwar ihre guten Momente, ihre spaßigen, goofigen Momente und fühlen sich manchmal an den besten Tagen an wie ein netter Throwback für die 2000er-Welle an Superhelden-Adaptionen, aber sollte es, ist es nicht etwa die beste Trilogie. Und Venom The Last Dance ist der enttäuschendste Film. Das Directing ist hier deutlich mehr sloppiger, das Writing ist hier deutlich belangloser und die ganzen Tangents, die ganzen Side-Missions, die ganzen kleinen Dinge in diesem Film fühlen sich einfach sehr belanglos an. Belanglos ist vermutlich das beste Stichwort für den Film. Selbst Tom Hardy kann man etwa schon ansehen, dass er irgendwie die Energie, die Lust für die Rolle ein bisschen verloren hat. Denn seine Performance ist ein wenig stiffer, ein wenig uninteressierter in diesem Film im Vergleich zu den anderen. Wir haben zwar etwa einen soliden Actor hier mit Rhys Ifans Side-Character, der davor schon in The Amazing Spider-Man The Lizard gespielt hat. Und auch wenn ich seine Performance in The Amazing Spider-Man bevorzuge, macht er einen soliden, okayen Job hier. Hat zwar einen netten Climax gegen Ende, wo man wirklich etwa sehen kann, dass sie das CGI-Budget dafür gespart haben. Und ich würde nicht etwa lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es irgendwie einen trashigen, spaßigen, charmanten Charme zu sich hat. Aber sollte es die ganze Reise, um etwa zu dem Punkt zu kommen, fühlt es einfach so belanglos an. Mal wieder haben wir Symbionten-Schurken hier. Noel, der Symbiontengott, wird hier aufgebaut erstmal. Aber wir wissen alle, daraus wird etwa nie was. Was irgendwie schade ist, denn Noel könnte etwa ein interessanter Schurke sein und eine nette Erfrischung sein. Aber zugegeben, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir etwa einen vierten Venom-Film wirklich brauchen müssten. Es gibt nette Momente hier, aber sollte es, ist dieser Film einfach irgendwie ein belangloses Finale zu einer schon eher weniger so dollen Trilogie. Der Drive fehlt einfach bei fast allen. Auch das Banter zwischen Eddie und dem Symbionten ist auch irgendwie deutlich uninspirierter als zuvor schon. Der Film bietet nicht so viel abseits von seinen spaßigen, wenn auch etwa over-the-top Climax. Und ich weiß auch nicht, ich bin kein großer Fan von Venom The Last Dance. Aber natürlich kann es nur einen geben, der die Ehre nimmt für den furchtbarsten, schlechtesten Sony-Spiderlosen Marvel-Spin-Off-Film. Die Rede ist hier dabei natürlich von Morbius. Morbius ist ein Film, wo die Memes etwa deutlich interessanter, witziger,
mehr sind als irgendwas aus dem tatsächlichen Film. Der Film als solches, manche würden argumentieren, dass er auf einer selben Linie sitzt wie eben Madden Web. So schlecht, dass es irgendwie witzig ist. Und auch wenn Madden Web definitiv der schlechtere gemachte Film ist dieser zumindest unterhaltsam. Morbius versenkt nicht nur etwa großes Potenzial, auch wenn ich etwa ein bisschen bezweifeln muss, warum Morbius etwa seinen eigenen Film spendiert. Generell ist das etwa die Frage mit vielen dieser Spider-Man-losen Spin-off-Marvel-Filmen von Sony. Aber meine Güte, hat man mit Morbius so einige Dinge einfach verkackt. Man merkt mal, dass dieser Film stark geeditet wurde, dass manche Dinge einfach raus aus diesem Film geworfen worden sind und Sony sehr viel getempert hat, auch mit diesem Film. Und das Editing ist auch etwa wirklich horrendous. Das Pacing leidet darum so sehr und der Film, auch wenn er visuell als solches solide aussieht, bietet er jetzt nicht etwa wirklich viel zu sich an Qualitäten. Morbius ist ein Charakter, den ich mag. Ein Charakter, der an sich Potenzial hätte für einen eigenen Solo-Film. Einen schönen, guten Vampir-Horrorfilm, der wirklich etwa mit Schatten spielt und wirklich etwa das Konzept eines Vampires wieder wundervoll auf die Leinwand zaubert. Aber das macht man mit diesem Film nicht. Stattdessen kriegt man etwa irgendwie eine teilweise eher mehr Anti-Helden-Version von Morbius. Man nimmt man nie etwa den Konflikt auf, dass er etwa ein Vampir ist, dass er eben Blut braucht, um zu überleben. Nein, es wird auch damit nicht etwa wirklich viel gemacht. Abseits von einer Szene, die mit diesem Konzept ein wenig spielt, die Zuschauer darüber teast, wird nicht etwa wirklich was gemacht mit dem Horroraspekt dieses Charakters. Und habe ich schon Jared Leto erwähnt. Jared Leto ist ein furchtbarer Schauspieler und ein furchtbarer Mensch. Und ihn als Lead zu haben, ist eine sehr baffling Entscheidung. Vor allem, wenn man sich etwa die letzten seiner Filme anschaut, wo er der Lead war. Keine wirklichen großen Box-Office-Hits und ich denke auch nicht, dass die meisten Leute etwa wirklich Jared Leto mögen in einem Film. Vor allem, da in der letzten Zeit sein Acting einfach durch die Bank weg furchtbar oder einfach schlecht ist. Und Morbius ist da auch kein Gegenbeispiel dafür. Letos Performance ist vermutlich die schlechteste Lead-Performance aus allen Sony spoilerlosen Filmen. Sein Morbius kann etwa nur punkten von einer der Luke-Line, die noch nicht mal aus diesem Film stammt und einfach nur eine Referenz ist für Mighty Morphin Power Rangers. It's Morbin Time ist das Beste, was dieser Film uns gegeben hat. Würde ich sagen, wäre es nicht etwa für einen anderen Schauspieler, der mehr gemocht wird, der deutlich mehr eine bessere Performance abliefert in diesem Film und generell ein besserer Morbius gewesen wäre. Matt Smith, der 11. Doktor, macht das Beste, was er aus diesem Film machen kann. Er ist wirklich der unterhaltsamste Aspekt aus diesem Film. Sein Goofy-Tanz ist wundervoll. Die beste Szene aus diesem Film, ehrlich gesagt. Und meine Güte, er ist einfach wundervoll in diesem Film zu sehen. Natürlich ist seine Performance sehr over the top, aber er versucht zumindest irgendwas mit diesem Film zu machen. Das kann ich nicht etwa über Leto sagen oder viele dieser Schauspieler in diesem Film. Und dabei hat dieser Film so einige solide Schauspieler/Schauspielerinnen in sich. Matt Smith ist aber dennoch definitiv der Scene-Stealer. Und hätte man ihn Morbius gemacht, wäre vermutlich dieser Film nicht so gehasst von mir oder von vielen anderen. Ich denke, seine Lead-Performance als Morbius wäre deutlich interessanter. Es hätte was sein können, aber man musste mal fucking Jared Leto als Lead nehmen. Ich fühle mich schlecht für Morbius-Fans, denn der Charakter ist cool, aber er wird für eine so lange Zeit einfach nur erinnert von der Masse für so einen schrecklichen Film. Aber das war's auch so von mir und meinem Ranking. Nun würde mich eure Meinung interessieren. Stimmt ihr mit dieser Ranking-Liste zu? Was ist eure Meinung zu der Sache? Kompetenter, generischer Film gegen einen schlechten gemachten Film, aber einen amüsanteren Film. Was bevorzugt ihr? Ein spaßiges Ranking, denn ich hatte so einige Gedanken zu den Sony Spider-Man-losen Marvel Universe, Multiverse, da Madden Web auf einer anderen Erde spielt anscheinend, zu sagen, und ich hoffe, euch hat das gefallen. Mal sehen, ob Sony in der Zukunft etwa lernt, falls sie dieses Universe doch etwa rebooten wollen, wie sie es mittlerweile angekündigt haben. Naja, nur Zeit wird uns etwas zeigen, was Sony etwa daraus gelernt hat. Aber bis dahin, wir sehen uns, bis wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Euer Random oder so ähnlich. Bye bye!